Manchmal kommt im Leben ein Moment, in dem sich vieles leise verschiebt. Äußere Rollen verändern sich. Aufgaben, die lange wichtig waren, treten langsam in den Hintergrund. Und gleichzeitig entsteht eine neue Frage. Was ist mein nächster Schritt? Nicht aus Druck, sondern aus einer reiferen Perspektive. Aus Erfahrung und vielleicht auch aus dem Wunsch nach mehr innerer Freiheit. Diese Legung ist ein Impuls zur Reflexion. Sie zeigt mögliche Blickwinkel. Prüfe für dich, was sich stimmig anfühlt. Wir schauen heute auf 4 Karten. Die erste Karte zeigt die Ausgangssituation. Die zweite Karte zeigt, was jetzt nicht wichtig ist, also etwas, das weder befürchtet noch erzwungen werden muss. Die dritte Karte zeigt, worauf es im Moment wirklich ankommt. Und die vierte Karte weist auf die Richtung, in die dein nächster Schritt führen könnte. Die 4 der Schwerter sprechen oft von einer Phase der Ruhe. Vielleicht gab es in letzter Zeit viele Gedanken oder Entscheidungen, die Kraft gekostet haben. Diese Karte erinnert daran, dass Rückzug manchmal ein wichtiger Teil des Weges ist. Nicht als Stillstand, sondern als bewusste Pause. Die Karten zeigen hier als Möglichkeit, dass dein System gerade etwas verarbeitet. Erfahrungen, Gespräche oder auch Erwartungen, die lange an dich gestellt wurden. In dieser Lebensphase entsteht oft ein neuer Blick. Nicht mehr alles muss sofort gelöst werden. Ein Impuls könnte sein, dir diese Ruhe zu erlauben. Denn manchmal entsteht Klarheit genau dort, wo wir uns nicht mehr antreiben. Die Hohepriesterin steht für Intuition und inneres Wissen. Doch in dieser Position zeigt sie etwas Besonderes. Die Karten deuten an, dass du im Moment nicht alles verstehen musst. Nicht jede Frage braucht sofort eine Antwort. Menschen mit viel Lebenserfahrung spüren oft sehr viel gleichzeitig. Gedanken, Ahnungen, Möglichkeiten. Auch alte Erfahrungen, die sich plötzlich wieder melden. Oder eine leise innere Stimme, die nach Aufmerksamkeit fragt. Doch diese Karte sagt, du musst jetzt nicht jedes Zeichen entschlüsseln. Manches darf im Hintergrund wirken. Wie ein Gedanke, der erst mit der Zeit seine eigentliche Bedeutung zeigt. Prüfe für dich, ob du dir erlauben kannst, einige Fragen offen zu lassen. Denn nicht alles will analysiert werden. Manches zeigt sich erst, wenn wir einen kleinen Schritt gehen. Und der nächste Impuls kommt oft genau dann, wenn wir innerlich etwas Raum entstehen lassen. Der Mond bringt uns eine sehr menschliche Erfahrung. Er zeigt die Landschaft der Gefühle. Auch die leisen Unsicherheiten. Vielleicht gibt es im Moment Dinge, die noch nicht ganz klar sind. Gedanken, die sich widersprechen. Oder Gefühle, die schwer einzuordnen sind. Diese Karte sagt nicht, dass etwas falsch läuft. Sie erinnert daran, dass Orientierung manchmal durch das Fühlen entsteht. Nicht nur durch Logik. Der Mond kann auch darauf hinweisen, dass alte Rollen langsam verblassen und dass du gerade lernst, deiner eigenen Wahrnehmung mehr zu vertrauen. Gerade in einer neuen Lebensphase verändert sich oft der innere Kompass. Was früher eindeutig war, darf heute feiner und persönlicher werden. Ein Impuls könnte sein, dich selbst mit etwas mehr Geduld zu begleiten. Nicht jede Phase im Leben ist sofort eindeutig. Manche sind Übergänge, Zeiten, in denen sich neue Klarheit erst Schritt für Schritt aus dem Inneren formt. Die 8 der Stäbe bringen Bewegung. Aber eine Bewegung, die aus innerer Klarheit entsteht. Nachdem du dir Zeit genommen hast, kann plötzlich etwas leichter werden. Gedanken sortieren sich. Entscheidungen fühlen sich klarer an. Die Karten zeigen hier als Möglichkeit, dass Dinge wieder ins Fließen kommen. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern wie ein Moment, in dem du spürst. Jetzt weiß ich, in welche Richtung ich gehen möchte. Dein nächster Schritt muss kein großer Sprung sein. Oft beginnt Veränderung mit einer kleinen Kurskorrektur. Mit einem Gedanken, der sich klarer anfühlt. Oder mit der Entscheidung, dem eigenen Rhythmus zu folgen. Vielleicht auch mit einem Gespräch, einer neuen Idee oder einem kleinen Schritt, den du lange aufgeschoben hast. Und manchmal entsteht genau dort eine neue, sehr persönliche Form von Freiheit. Eine Freiheit, die nicht laut sein muss, sondern sich still und stimmig anfühlt. Wenn wir diese 4 Karten zusammen betrachten, entsteht ein sehr stimmiges Bild. Am Anfang steht die Pause, dann die Erlaubnis, nicht alles sofort verstehen zu müssen. Danach der Mut, Gefühle ernst zu nehmen. Und schließlich eine Bewegung,
die aus innerer Klarheit entsteht. Gerade in der zweiten Lebenshälfte verändert sich oft der innere Kompass. Früher waren Rollen klarer. Heute darf sich mehr persönlicher Raum zeigen. Und genau dort kann ein neuer Schritt beginnen. Ein Schritt, der nicht aus Erwartungen entsteht, sondern aus deinem Erfahrungsschatz. Aus dem, was sich heute für dich wirklich stimmig anfühlt. Vielleicht entstehen aus dieser Legung 2 Fragen für dich. Welche Erfahrung aus deinem bisherigen Weg könnte dir gerade helfen, den nächsten Schritt klarer zu sehen? Und wo in deinem Leben entsteht gerade mehr Raum für deine eigene Art zu leben? Wenn dich diese Legung angesprochen hat, nimm dir heute einen kleinen Moment für dich. Nicht, um sofort etwas zu entscheiden, sondern um zu spüren, was sich gerade neu sortiert. Manche Antworten entstehen nicht im Denken, sondern in der stillen Wahrnehmung. Und wenn dich diese ruhigen Fragen weiter begleiten dürfen, begegnen wir uns hier vielleicht wieder. Bei einer neuen Legung, bei einer neuen Frage oder bei einem kleinen Blick in die Energie der nächsten Tage. Bis dahin wünsche ich dir eine klare innere Stimme und einen kleinen Hauch Magie auf deinem Weg.